Herr Professor Leitner, Sie sind Professor für Innovationsmanagement am AIT und an der Universität Graz. Wir in unserem Programm Zukunft neu denken stellen uns das natürlich so vor, ohne Innovation wird man die zukünftigen Fragen nicht bewältigen können. Wie sehen Sie die Zukunft von Innovation, vielleicht auch im regionalen Vergleich, globalen Vergleich? Was muss man tun, damit Innovation wirklich beflügelt werden kann? Ja, also ein Phänomen, das wir schon seit einigen Jahren beobachten, ist die zunehmende Öffnung des Innovationsprozesses. Das heißt, es sind immer mehr auch Kunden, Bürger, andere Akteure in dem Innovationsprozess beteiligt. Das heißt, Innovation ist nicht mehr nur etwas, das der Forscher, der Entwickler, der Ingenieur, der Techniker irgendwo vielleicht im stillen Kämmerlein durchführt, sondern dieser Prozess wird geöffnet. Und das wird vor allem vorangetrieben auch zum einen durch die Individualisierung in der Gesellschaft. Das heißt, die Kunden, Bürger, Märkte wollen immer auch individualisiertere Produkte. Und zum anderen auch durch die Digitalisierung, die es eben ermöglicht, dass Kunden unterschiedlichste Akteure im Innovationssystem sich beteiligen im Prozess. Und der internationale Vergleich, also Österreich, Mitteleuropa im Verhältnis zu Silicon Valley oder Asien, oder wie schauen wir da aus? Also ich glaube, die Österreicher sind traditionell Nischenplayer, das heißt, die picken sich kleine Nischen raus und versuchen dort dann sich zu positionieren, haben dort durchaus auch Weltmarktführerpositionen, aber natürlich trotz der Anstrengungen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden, vor allem auch von Seiten der Politik, haben natürlich auch die anderen Länder, die sogenannten Innovation Leader Länder, nicht geschlafen und haben auch versucht, natürlich entsprechend Maßnahmen zu setzen. Und insofern versuchen wir da jetzt aufzuholen. Wir haben auch schon ein Stück weit aufgeholt, aber es gibt nach wie vor Rahmenbedingungen und Bedingungen, die nicht im internationalen Vergleich, wenn wir das jetzt auch mit Silicon Valley vergleichen oder mit Innovation Leader Ländern oder führenden Innovationsländern wie der Schweiz, die es nach wie vor erschweren. Diese Parameter, an denen oder Schrauben, an denen man da drehen könnte, damit man sagt, von Innovation Follower zum Innovation Leader zu werden. Was wäre denn das so? Ja, zum einen ist es, ich glaube, zwei Dinge sind in Österreich in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt worden. Zum einen ist es mehr Investitionen in die Grundlagenforschung. Also wenn man sieht, wenn man sich auch mit diesen Ländern vergleicht, gibt es dort überall wirklich international höchst ausgewiesene Universitäten, die teilweise ein Vielfaches des Budgets haben der österreichischen Universitäten. Und hier muss man sicher auch noch stärker in die Grundlagenforschung investieren, weil das die Basis ist auch für wirkliche Weltspitzenforschung und die gleichzeitig, gerade wenn wir heute an den internationalen, an den globalen Wettbewerb denken, natürlich auch ein Magnet ist für internationale Talente. Also Grundlagenforschung ist, glaube ich, wichtig. Eine zweite wichtige Stellschraube ist die auch nicht besonders gut ausgestattete Situation, was das Risikokapital oder das Wagniskapital betrifft. Also das sind vor allem finanzielle Mittel, die ganz wichtig sind für junge, hochinnovative Unternehmen. Und auch hier gibt es entsprechende Rahmenbedingungen und Anreize, die noch zu setzen sind, um letztlich auch das Kapital, das finanzielle Kapital nach Österreich zu bringen. Wir waren jetzt bei der Finanzierung, aber letztlich im Mittelpunkt von Innovation steht der Mensch, die Person, das Individuum, das begeisterungsfähig sein muss, das gefördert sein muss, bei dem man die Leidenschaft wecken muss, die Leidenschaft für Kreativität, für Technik, etwas zu tun, etwas umzusetzen. Und im Prinzip beginnen wir hier dann eigentlich auch bei der Bildung. Und letztendlich ist das auch eine kulturelle Frage, die Rahmenbedingungen zu setzen und die Menschen, die Individuen dafür zu ermutigen, auch innovativ sein zu wollen und auch zu können und eben auch entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen. Herzlichen Dank, super spannend. Dankeschön. Danke auch.